Das Entwicklerteam Chaos hat mit der DA42 seinerzeit im Microsoft Flight Simulator 2020 sehr gute Qualität abgeliefert. Mit der Chaos DA40 XLS, aktuell ausschließlich erhältlich über OrbX, erscheint nun eine weitere Maschine, die für den Microsoft Flight Simulator 2020 und auch für den 2024er flugbereit ist. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die Maschine, und zwar in Kombination mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 samt SimUpdate 1 Beta in der Version 1.3.19.0. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Eines vorweg, alle relevanten Links zum Inhalt dieses Videos findest du unten in der Videobeschreibung. Wir befinden uns hier auf der Seite von OrbX. Dort ist die Maschine aktuell zu einem umgerechneten Preis von ca. 29 € erhältlich. Wir finden eine ausführliche Beschreibung, Bilder und auch ein Video sowie Dokumentationen zur Maschine. Die Verwaltung von Inhalten, die auf OrbX gekauft wurden, findet über ein eigenständiges Programm namens Central statt. Dieses muss einmalig heruntergeladen und installiert werden. Von dort aus hat man dann direkten Zugriff auf die Inhalte und kann diese über My Products einzeln aufrufen. Von hier aus wiederum wird der Inhalt dann in den jeweiligen Simulator installiert und kann auch wieder daraus deinstalliert werden. Ich erwähne das deshalb etwas umfangreicher, da ich mich erstmalig damit beschäftigt habe und das Ganze absolut reibungslos funktioniert hat. Man hat darüber beispielsweise auch Zugriff auf Handbücher und man kann Einstellungen so hinterlegen, dass verfügbare Updates automatisch installiert werden. Was für Änderungen für die jeweilige Version es gab, werden ebenfalls angezeigt. Und so habe ich die Maschine sowohl in den Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024 installiert. Wir wechseln einmal in den 2024er und dort auf den Marktplatz. Dieser ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos noch nicht aktiv. Was wir hier jedoch einmal überprüfen möchten, ist in meine Bibliothek, ob der Inhalt entsprechend installiert und aktiv ist. Dazu aktivieren wir oben den Reiter Alle und geben in das Suchfeld die Begrifflichkeit DA40 einmal ein. Der Inhalt bringt die Tatsache mit sich, dass ich euch diesen ausschließlich aktuell auf PC zeigen kann und nicht auf Xbox. Ziel der Entwickler ist es jedoch, die DA40 XLS auch auf Xbox zu veröffentlichen. Die Realisierung dessen geht dann damit einher, dass die Maschine auch am InSim-Marktplatz entsprechend umgesetzt wird. Um die Maschine während eines kurzen Fluges ausgiebig zu testen, habe ich mir über den Flight Planner eine kurze Flugroute erstellt, von Altenrhein in der Schweiz quer einmal über den Bodensee hinweg rüber nach Friedrichshafen. Die Flugplanung über den Flight Planner funktioniert hervorragend und lässt sich gleichermaßen auf PC wie Xbox umsetzen. Wie wir den Flugplan im Microsoft Flight Simulator 2024 dann aufrufen, sehen wir uns gleich an. Wir wechseln einmal in den freien Flug und sehen uns jetzt aber erstmal unsere DA40 XLS an. Wir wählen sie aus, gehen auf Konfiguration und können hier jetzt nun über die gewohnten Reiter ganz oben einmal zum Beispiel die Lackierungen uns ansehen. Insgesamt gibt es derer 6 verschiedene. Die Darstellung hier im Menü ist okay, wenngleich hin und wieder Co-Pilot oder Pilot durch die Maschine buggt. Insgesamt ist innerhalb der SimUpdate 1 Beta die Darstellung aber schon um ein Vielfaches besser und vor allem stabil, und auch die Identifizierung, also das Kürzel, was ich außen am Flugzeug anbringen und individuell eingegeben habe, wird entsprechend übernommen. Als Lackierung für unseren kurzen Testflug habe ich mir hier einmal Stripes ausgewählt. Wir gehen einmal zurück auf unsere Ansicht im freien Flug und rufen unser EFB auf, das Electronic Flight Bag. Und hierüber wiederum rufen wir nun unseren im Flight Planner vorher erstellten und abgespeicherten Flugplan auf. Dazu gehen wir unten auf den Reiter Flugplaner, öffnen oben die erste Kachel und gehen auf Flugplan laden. Hierüber laden wir dann den gewünschten Flugplan. Der aktuellste ist immer ganz oben, und nachdem dieser geladen ist, gehen wir hier einmal ganz nach unten, klicken auf Dateiplan mit Flugsicherung, damit der Flugplan auf die große Weltkarte übertragen wird, und senden die Route einmal an die Avionik des aktuell ausgewählten Flugzeuges. Im Anschluss finden wir den ausgewählten Flugplan dann auch hier auf der Weltkarte. Damit ich mit meiner Maschine jetzt hier nicht mit laufendem Motor direkt von der Startbahn aus starte, denn ich möchte die Maschine aus dem Cold and Dark heraus starten, müssen wir hier noch eine kleine Änderung vornehmen, denn zum aktuellen Zeitpunkt mit den aktuellen Einstellungen würden wir direkt von der Startbahn 28 aus starten. Da ich hier vom Vorfeld Parkposition 5 aus starten möchte, muss ich das hier einmal
einmal entsprechend korrigieren. Beim Umstellen dieses Punktes fällt mir jedoch regelmäßig auf, dass sich die Flugroute geringfügig verändert, wie man jetzt auch hier ganz kurz erkennen konnte. Was ich für mich als kleine Sicherheit dann eingebaut habe und wodurch die Flugroute dann immer 100% mit der im Flight Planner erstellten übereingestimmt hatte, ist das wiederholte Laden des Flugplans. Ich lade diesen also nach der kompletten Erstellung über das EFB erneut. Wie man im Hintergrund jetzt hier auch sehr schön erkennen konnte, hat sich das auch dann nochmal geändert, nachdem ich wiederholt die entsprechenden Buttons gedrückt habe. Der Startpunkt, den ich definiert habe, also aus der Parkposition 5 heraus, blieb jedoch erhalten und ist somit gesetzt. Auf diese Art und Weise konnte ich bisher immer sicherstellen, dass der im Flight Planner erstellte Flugplan auch wie gewünscht im Microsoft Flight Simulator 2024 dann später auch abgeflogen wurde. Inwieweit das jetzt eine Premium-Lösung ist, weiß ich nicht. Für mich funktioniert es für den Moment. Darüber hinaus konfigurieren wir hier in den Flugbedingungen noch ein wenig das Wetter und die Zeit und starten im Anschluss unseren Flug. Und so finden wir uns hier wieder mit unserer DA40 XLS am Airport in Altenrhein auf Parkposition 5. Die Geräusche im Hintergrund stammen von umliegenden Fahrzeugen. Unser Flugzeug ist komplett abgeschaltet. Und wenn wir hier über die Maße der Maschine sprechen, so haben wir hier eine Länge von 7,52 Meter bei einer Spannweite von 11,94 Meter und einer Höhe von 1,97 Meter. Die DA40 XLS verfügt über 4 Sitzplätze. Der Entwickler Chaos beschreibt ein originalgetreues Außenmodell mit Querverweisen zu Hunderten von Bildern. Wie schön zu sehen ist, finde ich, sind die Glasfaserkratzer am Rumpf, an den Flügeln und am Leitwerk sowie eine mäßige bis starke Abnutzung bzw. auch Verschmutzung, beispielsweise auch durch aufschlagenden Insektenbefall an den Vorderkanten der Flügel. Das mag jetzt vielleicht nicht jeder, aber es ist schon weit weg davon, unrealistisch zu sein. Die verwendeten Schilder sowohl außen als auch im Innenbereich der Maschine stammen allesamt aus den Diamond Wartungshandbüchern. Und was sich im Außenbereich wirklich schon absolut sehen lassen kann, setzt sich im Innenbereich nahtlos fort. Als nächstes werden wir die Maschine nun aus dem Cold and Dark heraus starten und das lässt sich auf 3 unterschiedliche Arten tun. Zunächst haben wir hierzu die Möglichkeit über Steuerung E das Ganze vollautomatisch durchzuführen. Das nennt sich dann automatischer Triebwerksstart und ist im Microsoft Flight Simulator 2024 standardmäßig möglich. Wer sich das zum Beispiel auf den Controller auf Xbox legen möchte, denn dort ist es standardmäßig nicht hinterlegt, der sollte in den Steuerungsoptionen einmal danach suchen, am besten nach Triebwerksstart und das Ganze entsprechend auf den Controller einmal mappen. Dadurch sollte sich der automatische Triebwerksstart in jeder Maschine sowohl auf PC als auch auf Xbox durchführen lassen. Zumindest insofern das seitens der Entwickler gut programmiert ist, was hier der Fall ist, und das spielen wir jetzt hier mal durch, bis die ATC sich langsam wieder beruhigt. St. Gallen Ground ATV 77 erbittet IFR-Freigabe nach Friedrichshafen empfangsbereit. ATV 77 ist freigegeben für Flughafen Friedrichshafen. Wie eingereicht, erwarten Sie Piste 28 FL350 aufrechthalten. Abflugfrequenz ist 119er. 925 Squawk 6362. Freigabe für Friedrichshafen, wie eingereicht Piste 28 FL350 aufrechterhalten. Abflugfrequenz ist 119er. 925 Squawk 6362 ATV 77. ATV 77 Readback ist korrekt. Kontaktieren Sie die Bodenkontrolle 121. E05, wenn Sie bereit zum Rollen sind. Good day.
So, und an dieser Stelle klinke ich mich wieder ein. Ihr habt bemerkt, im Hintergrund ist hier einiges passiert und wie jetzt hier im ersten Beispiel gewollt über Steuerung E vollautomatisch. Jetzt haben wir hier im Bereich der Engine-Ansicht die Möglichkeit, wenn wir hier auf Menü klicken, diese Optionen aufzurufen. Hierüber können wir beispielsweise aktivieren, dass die Maschine bis zu 130 zufällige Ausfälle simulieren kann. Außerdem ist es möglich, eine vereinfachte Startprozedur zu aktivieren über den Gemischhebel. Und dazu müssen wir diesen Punkt hier einmal aktivieren und auf On stellen. Und diese Art des Startens ist quasi als Zwischenansatz zu sehen zwischen dem vollautomatischen Start, wie wir ihn eben gesehen haben, und der komplett manuellen Startprozedur. Um das zu zeigen, stellen wir jetzt hier den Motor einmal ab und um diesen jetzt wieder neu zu starten, genügt es, den Gemischhebel, der sich auf der Nullposition befindet, einmal nach vorne zu drücken, zurückzuziehen und wieder nach vorne zu drücken. Und auch so lässt sich dann die Maschine starten. Wem also das komplett automatische Starten zu einfach ist und die komplette Startprozedur zu umfangreich ist, hat hier sozusagen eine Zwischenlösung. Um jetzt abschließend noch die komplette Startprozedur zu zeigen, stellen wir hier einmal die Startmöglichkeit über den Gemischhebel einmal wieder ab. Und selbstverständlich müssen wir jetzt auch nochmal den Motor abstellen. Was wir jetzt hier am Engine Display sehr schön erkennen können, ist, dass die Maschine dadurch, dass sie eben schon gelaufen ist, etwas an Wärme aufgebaut hat. Aktuell liegen wir hier so bei knapp über 150 Grad. Ab diesem Wert nutzen wir den Hebel für das Gemisch für insgesamt 3 Sekunden als Primer. Wenn die Maschine darunter liegt oder komplett kalt ist, nutzen wir den Primer, also den Hebel für das Gemisch, insgesamt 5 Sekunden. Bevor wir jetzt hier gleich die Treibstoffpumpe aktivieren, stellen wir unseren Schubhebel noch auf, ja, in etwa Mittelstellung. Man kann als Anhaltspunkt das T nehmen von Throttle. Sobald die Maschine jetzt gleich läuft, müssen wir diesen aber wieder zurückstellen auf ca. 1000 RPM, denn das ist in etwa der Sweet Spot, wenn wir hier stehen. Treibstoffpumpe an und für 3 Sekunden primen. Danach mit dem Gemischhebel nicht ganz auf Nullstellung gehen und die Zeit, wie lange wir jetzt die Zündung halten müssen, kann unterschiedlich sein. Sobald der Motor dann versucht zu starten, müssen wir den Hebel für das Gemisch einmal komplett nach vorne schieben. Die RPM-Anzeige ist dann hier oben ganz gut zu erkennen und eben auf ca. 1000 RPM einzustellen. Die Treibstoffpumpe können wir dann wieder deaktivieren und ihr seht schon, also es ist schon sehr umfangreich und bis zu diesem Punkt, wo wir die Maschinen wirklich starten, sind ja einige vorherige Einstellungen zu tätigen. Wie gesagt, wir starten normalerweise aus dem Cold and Dark heraus. Die gesamte Startprozedur ist also in dieser Maschine schon etwas umfangreicher. In diesem Zusammenhang sei vielleicht auch noch erwähnt, dass die Sicherungen alle ihre Funktion haben und erfüllen und wie man eben auch während der Startphase ganz gut erkennen konnte, haben die Auswirkungen der Vibration des Motors auch Auswirkungen auf das Cockpit und auf das gesamte Flugzeug. Hier auch gleich mal ein paar Soundeindrücke von außen, während wir hier auf der Parkposition stehen.
Zu den Sounds allgemein sei vielleicht erwähnt, dass diese aus Erstanbieterquellen stammen und von denjenigen umgesetzt wurden, die beispielsweise für die Chaos DA42 Serie verantwortlich sind, den Flight FX Vision Jet und anderen. Die Motorengeräusche variieren je nach Propellersteigerung, Kraftstoff, Durchfluss und Geschwindigkeit. Auch sämtliche Windgeräusche sind dynamisch und ebenfalls enthalten ist eine Headset-Simulation. Für unseren kurzen Flug nehmen wir nun die letzten Autopilot-Einstellungen durch und nehmen im Anschluss Kontakt mit dem Tower auf, um uns die Rollfreigabe zur Startbahn zu holen. St. Gallen Ground ATV 77 bei Parkbereich für die allgemeine Luftfahrtinformationssierra. Startup anfordern. ATV 77 St. Gallen Ground. Startup genehmigt QNH Bonn Zero Bonn Tri. St. Gallen Ground ATV 77 mit Sierra bereit zum Rollen IFR. ATV 77 rollen und halten bei Piste 28 Überholbahn Mike November. Kontaktieren Sie den Tower auf Bonn Tri 5. Vor Tri wenn bereit. Rollen und halten vor Piste 28 Überholbahn Mike November ATV 77. Wenn wir nun erstmalig mit der Maschine von A nach B rollen möchten, dann stellen wir relativ schnell fest, dass durch alleiniges Betätigen der Ruder sich die Maschine nur sehr schwer in die gewünschte Richtung lenken lässt. Wir müssen bei der DA40 XLS viel mit den Bremsen arbeiten, parallel mit dem Ruder, um die gewünschte Richtung einschlagen zu können. Das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen anders und erfordert entsprechende Übung, funktioniert dann aber sehr gut. St. Gallen Tower ATV 77 abflugbereit auf Piste 28 IFR nach Friedrichshafen. ATV 77 QNH Bonn Zero Bonn Tri. Starterlaubnis erteilt auf Piste 28. Starterlaubnis erteilt auf Piste 28 ATV 77. Und somit haben wir hier jetzt unsere Startposition erreicht. Wir führen jetzt hier noch letzte Einstellungen durch, werden dann auf 2000 Fuß steigen, später dann kurzzeitig auch mal auf 2500. Der Flug wird jetzt hier nicht im Kompletten abgebildet, sondern wird ein Zusammenschnitt der schönsten Momente sein. Und sobald wir im Landeanflug sind, werde ich mich zurückmelden.
Wechsel auf 119er. 925 ATV 77. So, und dann befinden wir uns hier auch schon im Anflug auf Friedrichshafen. Die Einstellungen, die wir jetzt während des Fluges vorgenommen haben, haben zum Beispiel umfasst die Höhe, die wir einmal abgeändert haben. Wir haben die Tankauswahl einmal geändert. Und was ich auch noch ganz kurz andeuten wollte und gezeigt habe, ist, dass ich mit der Cockpit-Kamera auch nach außen gehen kann während des Fluges, was auch immer noch zusätzlich zu schönen Kameraansichten führen kann und bei Standardflugzeugen im Microsoft Flight Simulator normalerweise so nicht funktioniert.
Ich habe lange überlegt, ob es bereits an der Zeit ist, einen kostenpflichtigen Zusatzinhalt für den Microsoft Flight Simulator 2024 jetzt schon zu zeigen. Und mit jetzt schon meine ich eine Zeit, in der der Microsoft Flight Simulator 2024 an sich noch in einem Zustand ist, der in vielerlei Hinsicht Fragen aufwirft. Entsprechende Videos zu diesem Thema findet ihr bei mir auf dem Kanal. Es gibt allerdings Drittentwickler, und da zähle ich Chaos definitiv dazu, die mein volles Interesse wecken, wenn es um neue Inhalte derer geht. Die Maschine gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos circa 4 Wochen. Und ich habe ganz bewusst darauf gewartet, Inhalte zu erstellen, bis SimUpdate 1 während der Beta-Phase an einem Punkt angekommen ist, der meiner Einschätzung nach vielen helfen wird. Ich hatte während der Aufnahmen zu diesem Video 0 Probleme, weder bei der Installation noch bei der Flugroutenerstellung über den Flight Planner und der Integration in den Flight Simulator, noch mit der Maschine selbst. Alles lief reibungslos. Und das macht mir einfach Mut für die Zukunft, und diese Erfahrung wollte ich gerne mit euch teilen. Abschließend hier noch der Hinweis, wir befinden uns hier ja in Friedrichshafen. Hier im Hintergrund könnt ihr das Messegelände sehen. Dort findet vom 9. bis 12. April 2025 die Aero 2025 statt, und einen Besuch dieser Messe kann ich absolut empfehlen. Für Fragen und Ergänzungen nutzt bitte wie immer sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.